Schauen wir mal. Für mich sind die Streams während der Arbeitszeit auch am besten. Nach Feierabend kickt immer das Real Life rein. Scheiß Real Life. Ich sag's euch immer wieder. Okay. Dann wollen wir mal. Aber ich bin tatsächlich auch so ein bisschen am Überlegen, ob ich halt FWC entweder Blade oder Jester. Wahrscheinlich Jester, vielleicht aber auch Blade. Vielleicht kommt es aber auch halt einfach aufs Update drauf an. Blade ist schon krass, ja, habe mich letzten mittelmäßigen Equip mehr Damage als mit einem Jester. Meinst du, 3 Chars auf FWC könnte irgendwie Sinn ergeben? 3 Chars? Na, ich bin immer so ein bisschen der Meinung, umso mehr Chars du dir machst. Also ich weiß jetzt nicht genau, was du jetzt mit 3 Chars meinst. Ob dreimal jetzt irgendwie die gleiche Klasse oder irgendwie zweimal gleiche Klasse und eine M oder sowas irgendwie. Wie ein Cooltime, dass du öfter irgendwas machen kannst. Jetzt so zum Beispiel irgendwie Crichton dann zweimal am Tag machen kannst oder so. Aber umso mehr Chars, umso mehr begrenzt du natürlich deinen Progress. So. Und wenn es nur unterschiedliche Klassen sind, dann hast du halt immer nicht irgendwie eine halbwegs gute oder so, sage ich mal jetzt, auf die du dich halt fokussierst, sondern du versuchst ja dann irgendwo immer mehr. Also als Beispiel jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Blade, Ranger plus M. Nein, dann bin ich aber der Meinung, gerade Blade und Ranger profitieren nicht vom gleichen Equipment. Also, dass du jetzt irgendwie sagst, okay, du holst einmal Ulti-Schmuck, sondern du brauchst ja für einen Ranger brauchst du dann Dex, für einen Blade brauchst du STR. Na gut, Pads, CD-Pad ist das gleiche dann eigentlich im Endeffekt. Bloß am Blade brauchst du am Anfang erstmal CR, bevor du auf CD gehen kannst. Na, also da ist dann halt schon schwierig so. Und dann einmal Ultimate-Schmuck zeitnah zu bekommen, ist das schon schwierig, so kostenintensiv. Aber das zweimal dann alles. Aber dann ist es halt das gleiche wie mit 8-Char-Taktik oder so, wo du dann irgendwie versuchst, weiß ich nicht, wie Spielestyle oder so, ich weiß jetzt nicht, wie es genau aussieht. Aber dann hast du halt irgendwie 16 Chars oder 8 Chars oder 24 Chars oder 130 Chars und keiner davon ist halt überkrass so und oder richtig gut. Ja, am Ende können mehrere Chars von ihm ja auch die Dungeons farmen, aber das, wenn man jetzt auf FWC sich begrenzt, zu einem Zeitpunkt, ja, bis er da mal was droppt oder so, sind die Sachen halt auch nur noch ein Zehntel wert von dem, als wenn er eventuell 2 Chars spielt und versucht halt einen schnell möglichst gut hinzukriegen und dann was droppt und dann halt noch relativ gut was dafür bekommt. Es hat alles 1000 verschiedene Ansichtspunkte und sowas alles. Aber ich glaube, es ist schon besser, wenn man sich einfach auf eine Sache begrenzt und die halt hochzieht, als auf mehrere Sachen sich zu fokussieren und dann irgendwie bei allem so ein bisschen zu strugglen oder bis man das halt hingekriegt hat, wo man Sachen erfarmen kann, die dann eventuell wertloser sind. So, ne? Weil man zieht dann zum Beispiel mehrere Klassen, um mehrere Sachen farmen zu können, aber bis du sie farmen kannst, sind die Sachen nicht, vielleicht nicht wertlos. Also, ich sag mal jetzt Crichton, Herrneswaffen sind nicht wertlos, aber ja, anstatt halt umgerechnet irgendwie 40 KF-Coin für eine Waffe, kriegst du dann halt nur noch 4 KF-Coin für eine Waffe oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Nur als Beispiel, so nagelt mich nicht darauf fest und so. Vielleicht übersehe ich auch Punkte, die dafür sprechen oder mehr dafür sprechen oder sowas. Aber ist jetzt nur meine Meinung. Es hat immer die Frage auch, wie viel Spielzeit du mitbringst. Wenn du natürlich extrem viel Spielzeit mitbringst, weil irgendwie Homeoffice-Arbeit, da kannst du gut zocken. Ähm, und du hast dann noch Privatleben, vielleicht wenig Verantwortung, ne, Kind, Familie oder sowas oder Hobbys, Sport oder sowas, da alles jetzt nicht so machst. Oder was man nicht so macht. Dann kann es vielleicht Sinn ergeben, weil du dann halt sehr, sehr, sehr viel spielen kannst und sowieso einen schnellen Progress hast. Und dann ziehst du halt vielleicht mehrere Chars hoch, um halt relativ früh schon auf mehreren Chars gleich farmen zu können. Jetzt zum Beispiel CW oder Red Meteor oder sowas. Dann könnte es vielleicht Sinn ergeben. Aber casual-mäßig würde ich davon eher abraten. Und casual-mäßig würde ich sogar jemanden noch mit reinziehen, der so am Tag, jeden Tag 3, 4 Stunden zockt, was ja eigentlich viel ist. Aber selbst da weiß ich nicht, ob das schon so gut ist. Naja.
Mann, ey, warum kommt die Textnachricht mitten beim Cage öffnen, aber er macht dann trotzdem noch weiter. Als ob noch irgendwas passieren würde, lol. Mann! Aber den Dungeon hattest du damals mit dem Blade ja, stimmt. Das hatten wir damals mit dem Blade gemacht gehabt. Die Solo-Runs, ist schon geil. Mal gucken, nächsten FWC, der jetzt kommt. Wenn du da Blade machst, dann kannst du vielleicht schon Riot Solo machen. Also, meine Riot Solo kannst du auch schon jetzt machen, aber vielleicht mit neuen Update und bestimmten Sachen kannst du es halt dann vielleicht einfacher, schneller machen. Aber Blade ist halt fucking teuer, Mann. Blade ist halt fucking teuer. Komm da erstmal an Ulti-Waffen ran. Riot Solo einfach übelster Kampf für eine Handvoll Fragmente C und B-Cards. Ja, auf Main-Server true, ja. Auf dem FWC-Server ist halt was anderes. Ey, Main-Server macht halt gar keinen Bock, ne? Aber du weißt, alles ist sowieso umsonst. Auch hier, selbst wenn wir das jetzt schaffen, Cursed Dungeon. Ja, was soll ich denn droppen? Ich droppe ja eh nichts. Ey, total Wumpe. Ah, ich würde es einmal gemacht haben. Dann lieber Envy. Ja, true, dann lieber Envy. Ah, ja, genau, das ist es. Mann, dieses fucking Fuck. Ich habe bei dem, glaube ich, auch. Weh, du stirbst gleich wieder. Ah, ja, okay, ich hasse dich. Ah, ich hasse diese Dinger. Ich hasse Löcher. Jetzt ist es raus. Schön meine Prozente. Ja, ist okay. So, kann das Loch jetzt da mal verschwinden, bitte? Danke. Ja. Löcher sind einfach OP. Löcher sind einfach OP. Haben wir El? Dann halte ich vielleicht ein Loch mehr aus. Nicht müssen wir noch Low El kaufen aus dem Penya Shop. Is that dungeon also good to grind? Probably not, I would say. Because on the cursed mode, the dungeon boss does not drop any really nice stuff. You have a chance of some cool skins, like the Pyramid Guardian Shield, or how it calls, which looks like the Turtle King Shield. And you can drop A cards, B cards for weapons socket. Yeah, that's basically it. Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden das Ding hier macht. Ich lasse mich mal kurz hitten davon. Na ja, gut, Block-Hit, okay. Weiß nicht, wie viel Schaden sein Hit macht. Ich glaube aber nicht, dass er mich one-shottet bei 28k. In Rage vielleicht? Nervig wird's, wenn er die Minions spawnt. Die Felder machen. Die Löcher. Wenn sie wenigstens so patchen würden, dass das Cursed hier was Cooles droppt. Oh ja, Auto-Attacks werden jetzt schon stark, ne? Vor allem, wenn er sich nicht heilt mit seinem Skill. Aber ist ja nicht mal viel.
Wow, was war das? Okay. Jetzt habe ich die Aggro gezogen von denen. Ah, 24 Minuten noch. Bin ich mal gespannt, wie lange wir für den Endboss brauchen. Habe ich jetzt sein Aggro wieder? Ja. Warum greift der denn nicht an? Body Skills sind an, ja. Waffenjob? Ne. Schön wär's. Wenn er irgendeine coole Jobchance halt tatsächlich hätte. Guck mal, der verliert schon die ganzen Minions. Das ist ganz geil. Wir stehen jetzt aber hier mittendrin irgendwie. 18 Minuten noch. Mal gucken, ob wir das hinkriegen, du. Den werden wir aber hier blocken können. Ah, okay. Bin jetzt nur gestunt denn. So, schauen wir mal, ob wir es hinkriegen noch. So, 400. Okay. Das war ja 405, du. Nicht 400x. Ist ja nicht so schlimm. Da ist er. Ah, 43 Leute hier, aber alle nur am Loken, was da ist. Ja, sind alle halt, wahrscheinlich Bossfight. Ich kann ja sowieso nicht heftig auf den Chat gucken. Eigentlich könnte der Minion egal sein, aber der nimmt mir halt auch Counter-Attack weg. Weil den Hit überlebe ich so oder so nicht, ob ich jetzt nur El drin habe oder nicht. Naja, so ist auch erstmal ganz geil. 14 Minuten noch, buttern wir den schnell runter. Das ist halt echt, ich wünschte, der Enchant Absorb wäre pro Schlag mit einer geringen Rate. Weil es bringt mir halt absolut nichts, dass er halt irgendwie 20k hielt mit einem Hit, aber der manchmal einfach 10 Hits gar nichts macht. Also kein Heal getriggert wird. Das ist halt so. Kannst dich halt nicht darauf verlassen. Es wäre so schön, wenn es richtig wäre. Richtiger Lifestyle. Weiß nicht, ob es ein bisschen OP wäre, aber mit quasi eingebauten Lifestyle ab einem bestimmten Level. Aber es wäre so schön. Es wäre so schön. Mal gucken. Gehen wir mit einem guten Gefühl, weil wir wenigstens noch geschafft haben, oder gehen wir mit einem Scheißgefühl, weil wir jetzt gleich verrecken an
An einen High-Hit. All das und viel mehr in der nächsten Folge von Max MD3 Curse Dungeon. Zwei Red Drops, let's go! Oh, geile C-Karte nach dem ganzen Aufwand. Ah, das ist doch schön. Curse Dungeon, Level 162 sind wir. Und wir bekommen eine C-Karte. Ach, das ist doch toll. Danke. Danke. Das ist doch supi. Gut. Ja, geht weg. So, der Rest ist doch hier alles Müll. Mensch, dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Wo ist denn hier nochmal der Cage? Ist doch da hinten, oder? Habe ich überhaupt einen Key? Ich habe nicht mal einen Key, um das zu öffnen. Ah, lass es raus. Ja, cool. Hat sich doch gelohnt. Wir haben es hingekriegt, aber... Würde ich es auch mal machen? Nein. Lohnt es sich? Nein. Überhaupt nicht. Haben wir es doch dennoch gemacht? Ja. Kurz einpacken. Blade ist auch ohne HP. Ja. Ist ja egal. Weißt du, ob es jetzt nun lohnt oder nicht. Wir haben es einmal gemacht. Werden es jetzt aber nicht nochmal machen. Aber ich wollte es unbedingt einmal gemacht haben mit dem Jester. Es wäre cool, wenn halt Curse Dungeon, abgesehen von Wilds, irgendwas droppen würde. Wenigstens irgendwas. Also, eigentlich ist es eine Frechheit, dass kein Brillant Amethyst dabei wenigstens gedroppt wird. Oder ich glaube nicht mal ein Shining Oracle kommen und so. Also, es bringt halt einfach gar nichts. Außer wahrscheinlich fast einen garantierten Ori oder sowas. Aber ja, herzlichen Glückwunsch. Den kriegst du halt auch anders besser. Einfacher. 4-3. Was ist aber zu Jobs? Naja, A-Karten und Tierskins. Ja, die Skins sind theoretisch geil. Gerade Schild und A-Karten. Aber siehst ja einen Haufen Aufwand. Teilweise brauchst du auch Power-Ups so ein bisschen. Jedenfalls, ich habe sie jetzt benutzt. Ja. Weiß ja auch nicht, wäre besser ohne. Also, es lohnt halt einfach nicht. Und ohne ist, glaube ich, zu schwer. Aber Aska ist auch schon sehr lang. Ich denke, bis zum Boss wird es nicht. Der dauert halt ja auch nochmal. Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde, das ist ja das Gute beim D3-Dungeon. Der geht halt relativ zackig eigentlich. Also, wir waren ja nach 30 Minuten waren wir ja solo schon jetzt beim Midboss dann gewesen. Und der geht eigentlich auch ganz gut. Also, die Schwierigkeit insgesamt beim D3-Dungeon, wenn man die Eigenheiten kennt und sowas alles, wie wann der Endboss sich aufteilt und so, und brauchst du dann nur rüberziehen, denn der ist halt eigentlich super gechillt, der macht halt keinen crazy Stuff und sowas alles, den kannst du halt alleine handeln, aber er lohnt halt einfach nicht. Du hast halt keine guten Drops auf dem Curse Dungeon Schwierigkeitsmodus. Das ist alles eigentlich nur bei Wilds, ist es halt irgendwie so ein bisschen sad. Es wäre okay, wenn Wilds irgendwie so die höchste Droprate irgendwie hat. Und, weiß nicht, entweder haben die anderen Curse Dungeon entweder eine geringere Droprate auf bestimmte Sachen wie C-Stuff oder so. Oder wenn man das da trotzdem exclusive halten will, dann wäre halt cool, wenn du, weiß nicht, die A-Karten-Droprate erhöhst. Oder man irgendwie andere Sachen bekommen könnte halt dann noch irgendwie. Vielleicht gab es einen Schmuck oder irgendwas, keine Ahnung. Was es halt noch so ein bisschen farmbar macht oder so. Ja, so lohnt es halt überhaupt nicht, ne, den Dungeon eigentlich überhaupt zu rennen.